Hallo und herzlich willkommen zu Pouch Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Gestern war es wieder soweit. Apple hat neben seinem jährlichen iPhone-Update auch die Apple Watch Series 9 sowie die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt. In diesem Video habe ich euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen los! Optisch hat sich nicht viel getan, das Design bleibt das gleiche. Als Farbvarianten der Apple Watch 9 werden für die Aluminium-Version Rosé, Mitternacht, Polarstern, Silber und Product Red angeboten. Die Edelstahl-Varianten gibt es in den Farben Gold, Silber und Graphit. Die Apple Watch Ultra übernimmt Design und Farbe vom letzten Jahr und bekommt lediglich neue Farben bei den Armbändern. Starten wir bei den Neuerungen zur Hardware. Die Apple Watch bekommt einen neuen Prozessor, den Apple Silicon S9. Dieser hat laut Apple 5,6 Millionen Transistoren, das ist im Vergleich zum Vorgängerchip um 60% mehr. Zusätzlich gibt es eine neue Grafikeinheit, die 30% schneller sein soll und Oberflächen etc. somit flüssiger darstellen kann. Und es gibt eine neue 4-Kern Neural Engine, die im Bereich Machine Learning jetzt doppelt so schnell ist. Beim Display gibt es ebenfalls Neuerungen. So schafft die Apple Watch Series 9 jetzt eine maximale Helligkeit von 2000 Nits und die Apple Watch Ultra sogar 3000 Nits. Auf der anderen Seite kann das Display auf einen Nit heruntergedimmt werden. Laut Apple soll das Ganze beim Akkuverbrauch helfen, wenn man zum Beispiel das Always-On-Display verwendet. Ebenfalls bekommen die Apple Watches einen Ultra-Breitband-Chip verbaut, mit dessen Hilfe es möglich ist, Gegenstände wie zum Beispiel das iPhone sehr genau zu lokalisieren, einschließlich exakter Entfernung und Richtung. Bei der Akkulaufzeit scheint sich nichts zu verändern, so spricht Apple bei der Apple Watch Series 9 von 18 Stunden im Normaleinsatz und 36 Stunden bei der Apple Watch Ultra 2. Apple setzt mehr denn je auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So haben Kunden jetzt die Möglichkeit auf eine CO2-neutrale Option. Ebenso wird Apple in Zukunft auf Leder verzichten und das Ganze durch einen synthetischen Ersatzstoff, der sich Fine Woven nennt, ersetzen. Das Ganze soll Apple helfen, bis 2030 dann komplett CO2-neutral zu werden. Welche neuen Softwarefunktionen finden wir? Und ich sage mal, Baby hi, dim dim, dim dim, Baby hi, dim dim, dim. das ist eine Geste, die wir in Zukunft sehr oft sehen werden, denn Apple führt eine neue Art der Steuerung ein, die sogenannte Doppeltipp-Steuerung oder Doppeltipp-Geste. Diese soll als virtuelle Taste dienen und man soll damit zum Beispiel den Wecker verschieben oder einen Anruf abheben können etc. Diese Funktion hängt von der aktuell verwendeten App ab und Apple sagt, dass man, wenn man zum Beispiel eine Tasse Kaffee in der Hand hält oder den Einkauf trägt etc., dass diese Funktion ausgesprochen nützlich sein soll. Wie praktisch und wie gut das Ganze funktioniert, das wird sich natürlich zeigen, aber laut den amerikanischen Kollegen, die gestern vor Ort waren und das testen konnten, soll das ganz gut klappen. Zum ersten Mal kann Siri jetzt Anfragen direkt auf der Uhr verarbeiten, zumindest wenn es sich um Anfragen handelt, die keine Internetverbindung benötigen. Das heißt, so Sachen wie Starte ein Training oder Stelle einen Timer sollten jetzt noch schneller funktionieren und auch die Diktierfunktion ist laut Apple um 25% jetzt schneller. Im Großen und Ganzen war es das und ich muss sagen, die Neuerungen halten sich schon in Grenzen. Für den Konsumenten bleiben als einzige Verkaufsargumente die Doppeltipp-Geste und das hellere Display. Man hat halt das Gefühl, dass sich Apple vieles für nächstes Jahr zum 10-jährigen Jubiläum der Apple Watch aufhebt. Viele Dinge, die neu kommen, wie zum Beispiel die neue Oberfläche, topografische Karten oder die Unterstützung von Leistungsmessern beim Radsport, die kommen mit WatchOS 10 und das kommt im Endeffekt für ältere Modelle auch. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir die Apple Watch Ultra 2 vorbestellt und werde diese dann natürlich inklusive den ganzen WatchOS 10 Features testen und euch dann ein Video präsentieren. So viel von mir. Wie hat euch gestern die Präsentation gefallen? Sind die Neuerungen genug Grund für euch für ein Upgrade oder eine Neuanschaffung? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns drüber. Über ein Like und ein Abo würde ich mich wie immer freuen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.